Na, da haben sie ja mal ein paar schöne Hundchen. Das sieht man ja ganz selten, so eine Pracht. Was ist das? Sind das diese Spitzdudel? Nee, das sind deutsche Spitze. Ach, so groß. Guck mal hier, du kleine Püppi. Aber haben sie schon jeden Tag richtig mit dem Fell zu tun, oder? Ich meine, verstehen Sie mich nicht falsch, die sehen aus wie ihr leckt. Richtig schnieke, aber das scheint mir ja schon auch eine Heidenarbeit zu sein. Nee, auch nicht. Die sind ganz, ganz pflegeleicht. Auch nicht. Na denn, viel Freude noch mit Ihren Hundchen. Tschüssikowski. Na, wer kennt's nicht auch? Eine der ersten Fragen, die mir fremde Menschen in Anbetracht meiner 3 flauschigen Spitzherren in der Regel stellen, betrifft die Fellpflege, die sich ausnahmslos alle als unfassbar aufwendig vorstellen. Dabei könnten sie nicht falscher liegen. Was hat es also auf sich mit der Fellpflege des Spitzes? Das Allerschönste an einem deutschen Spitz ist sein prachtvolles Haarkleid. Das Zweitschönste an ihm ist, dass dieses Haarkleid so super pflegeleicht ist. Natürlich muss man es schon pflegen, aber es bedarf nicht ansatzweise so großer Mühe, wie man augenscheinlich meint. Außerhalb des Fellwechsels reicht es bei den meisten Spitzen völlig aus, sie einmal wöchentlich oder alle 14 Tage zu bürsten. Der deutsche Spitz hat ein sogenanntes doppeltes Fell, bestehend aus festem Deckhaar und dichter Unterwolle. Dieses Fell macht den Spitz wetterfest, das heißt, das Fell schützt vor Kälte, Hitze und Nässe. Es ist super pflegeleicht und so schmutzabweisend wie eine Teflonpfanne. Selbst wenn der Spitz nach einem gründlichen Schlammbad vor Dreck steht und wie eine Pottsau aussieht, braucht man nur abzuwarten, bis der Dreck getrocknet ist und der Spitz sich schüttelt. Und schwupps, ist er wieder blitzsauber. Ganz im Gegensatz zu dem Raum, in dem er sich gerade geschüttelt hat. Aber als Spitzbesitzer sollte man halt auch immer eine Portion Humor mitbringen. Und einen guten Staubsauger. Der Grundsatz bei der Fellpflege des Spitzes lautet: weniger ist mehr. Mit einem Übermaß an Pflege schadet man dem Fell mehr, als man ihm nutzt. Ausgebürstet wird ausschließlich das abgestorbene Fell und nicht die gesamte Unterwolle. Daher sollte man mit dem Einsatz des Kammes und der Zupfbürste eher sparsam sein, um eben nicht zu viel Fell herauszureißen. Ich habe meinen Wolfspitz-Kuno vor Jahren mal derart gründlich mit der Zupfbürste beackert, dass der danach ausgesehen hat wie ein gerupftes Huhn. Gebürstet wird der Spitz immer gegen den Strich. Das sieht brutal aus, ist es aber nicht. Dafür scheiteln wir das Fell und versuchen, auch wirklich bis zum Haarboden herunter zu bürsten und nicht nur die Oberfläche des Fells zu kämmen. Im Fellwechsel sollte man seinen Spitz möglichst täglich ein paar Minuten bürsten, um die tote Unterwolle schnell aus dem Fell zu bekommen. Diese tote Unterwolle muss unbedingt raus, denn sie hebt die Isolierwirkung des Fells auf. Diese beruht auf den Luftschichten, die sich zwischen Fell und Haut befinden. Diese Luftschichten können nun aber nicht entstehen, wenn alles verfilzt ist. Der ungepflegte Spitz ist also nicht mehr vor Hitze und Kälte geschützt. Und weil eben ohne diese Luftschichten keine Wetterfestigkeit gegeben ist, wird der Spitz auch nicht kahl geschoren. Sie tun ihm damit wirklich keinen Gefallen. Ja, das war's schon mit der Fellpflege. Easy peasy, oder? Das Spitzfell hat übrigens neben seiner Pflegeleichtigkeit noch 2 andere positive Eigenschaften. Erstens ist es so, dass ein Spitz nicht oder fast nicht nach Hund riecht. Und wenn er dann doch mal etwas müffelt, liegt es meistens daran, dass einfach nur die tote Unterwolle aus dem Fell raus muss. Und zweitens: im Gegensatz zu den Haaren kurzhaariger Hunde, die sich richtig gehend in die Textilien reinbohren, liegen die langen Haare des Spitzes nur oben auf Teppichen, dem Sofa oder dem Zierkissen auf. Man kann sie ganz leicht absaugen bzw. von der eigenen Kleidung herunterbürsten. Praktisch, oder? Die eine Ausnahme für diese kurze Pflegeanleitung stellen Kastraten dar. Nach der Kastration wird das Fell des Spitzes meist deutlich wattiger und dadurch auch deutlich pflegeintensiver. Die andere Ausnahme betrifft Spitze, die aussehen wie aufgeplatzte Sofakissen und vor lauter Fell kaum noch aus den Augen gucken können. Diese benötigen logischerweise wesentlich mehr Fellpflege als deutsche Spitze mit einem rassetypischen Fell. Damit sind wir jetzt am Ende angekommen. Der Spitzmythos ist enttarnt, der Fall gelöst. Bis zum nächsten Mal.